Er hat seine Mutter an dem Tag verloren, an dem er geboren wurde. Seine 3 Geschwister haben die ersten 48 Stunden nicht überlebt. Mit 2 Tagen war er allein in einer Tierheimbox, ohne alles und ohne jemanden. Die meisten Hunde überleben so einen Start nicht. Cody hat ihn nicht nur überlebt, er ist aufgewachsen, in die Arme einer Fremden gelaufen und hat selbst entschieden, ganz von allein, dass ein brandneues Baby sein Schutzbefohlenes ist. Was dann passierte, hat niemand erwartet. Cody hatte keinen ersten Tag, der sich wie ein Anfang angefühlt hat. Sein erster Tag fühlte sich an wie ein Ende. Er wurde in einer Tierheimbox an einem Dienstagmorgen im November geboren, der kleinste von 4. Seine Mutter, eine gelbe Labrador-Hündin namens Bella, war erst wenige Tage zuvor eingeliefert worden. Man hatte sie an einer Landstraße bei Hannover gefunden, hochträchtig, ohne Halsband, ohne Chip, ohne jemanden, der nach ihr gesucht hätte. Die Mitarbeiter des Tierheims taten alles, was sie konnten. Sie hielten sie warm, sie beobachteten sie die ganze Nacht, sie riefen zusätzliche Ehrenamtliche. Aber Bella erholte sich nicht von der Geburt. Sie war weg, bevor die Sonne aufging. Und eines nach dem anderen, innerhalb der ersten 48 Stunden, ließen auch Codys 3 Geschwister los. Das Tierheim war schon weit über seine Kapazitätsgrenze hinaus. Die Heizung war unzuverlässig, die Mitarbeiter waren erschöpft. Sie haben alles richtig gemacht und es hat trotzdem nicht gereicht. Am Mittwochmorgen war nur noch er da. Ein winziger gelber Welpe in einer Box, die nach Verlust roch, ohne Mutter, die ihn säugte, ohne Geschwister zum Anschmiegen und ein Neonlicht, das surrend die ganze Nacht leuchtete. Die Tierheimleiterin stand an diesem Morgen vor der Box und traf eine Entscheidung. Dieser hier würde es schaffen. Die Mitarbeiter nannten ihn Cody, kurz für Kodiak, denn selbst mit 2 Tagen hatte er etwas Unnachgiebiges an sich. Er wurde alle 2 Stunden mit der Flasche gefüttert. Eine Ehrenamtliche namens Sandra nahm ihn für die ersten 3 Wochen mit nach Hause. Sie schlief auf dem Sofa mit einer Wärmflasche und einem Wecker, der auf 2 Uhr, 4 Uhr, 6 Uhr eingestellt war. Sie sagte später, sie habe noch nie so hart gearbeitet, um etwas so Kleines am Leben zu halten. Sie hat kaum geschlafen, Verabredungen abgesagt, auf diesem Sofa gesessen, zugeschaut, wie er atmet und ihm ganz leise gesagt, dass alles gut wird. Und sie sagte, sie würde es ohne Zögern wieder tun. In der 4. Woche hatte Cody seine Beine gefunden, in der 6. seine Stimme und in der 8. etwas ganz anderes. Eine Art, Menschen zu beobachten, die sich weniger anfühlte wie ein Hund, der Menschen betrachtet, und mehr wie jemand, der still entscheidet, wer seine Loyalität verdient. Er war 8 Wochen alt, als Lena hereinkam. Lena war 32, im 7. Monat schwanger und absolut nicht auf der Suche nach einem Hund. Sie war ins Tierheim gekommen, um gestonnene Decken abzugeben. Das war alles. Rein und raus. Sie hatte noch ein Kinderzimmer fertigzustellen, eine Kliniktasche zu packen und einen Mann zu Hause, der schon sehr deutlich gesagt hatte, dass Baby und Welpe zusammen keine vernünftige Idee sei. Sie wäre fast bis zur Tür gekommen. Aber dann trug eine Ehrenamtliche Cody durch den Eingangsbereich, dieses runde, goldene, unfassbar weiche Wesen, und er drehte den Kopf und schaute direkt zu Lena. Nicht in den Raum, nicht zu den anderen Menschen, zu ihr, nur zu ihr. Sie fragte, ob sie ihn kurz halten dürfe. 40 Minuten später rief sie ihren Mann. Die ersten 2 Wochen waren genauso chaotisch wie versprochen. Cody zerkaute einen Ladekabel, 2 Spucktücher und eine Ecke des Kinderzimmerteppichs. Er entdeckte, dass der Baby-Whipper ein Knistergeräusch macht, wenn man reinbeißt, und erforschte diese Entdeckung gründlich und wiederholt. Er fiel 2-mal vom Sofa, landete beide Male perfekt und tat so, als wäre es Absicht gewesen. Tobias, der strikt dagegen war, wurde 3-mal beim Lachen erwischt. Er gab es nie zu. Aber da war noch etwas anderes, was unter dem Chaos passierte. Etwas Leiseres. Jeden Abend setzte sich Lena in den Schaukelstuhl im Kinderzimmer. Müde, auf eine Art, wie einen nur die letzten Schwangerschaftswochen müde machen können. Und jeden Abend folgte Cody ihr hinein, drehte 2-mal im Kreis und legte sich direkt neben den Stuhl. Nicht vor der Tür im Flur, nicht in sein Körbchen in der Ecke. Genau dort, nah genug, dass sie seine Wärme an ihrem Knöchel spüren konnte.
Niemand hatte es ihm beigebracht, er wusste es einfach. Ich sehe, du bist noch dabei, aber noch nicht abonniert. Das tut ein bisschen weh. Drück den Button, du willst wissen, wie das weitergeht. Mia kam an einem Donnerstagmorgen Ende Januar, 6 Tage zu früh und vollkommen unangekündigt. Tobias fuhr um 4:47 Uhr morgens ins Krankenhaus, während Lena auf dem Beifahrersitz die Wehen taktete. Cody, allein im Haus zurückgelassen, saß 11 Stunden lang an der Haustür. Die Nachbarin, die nach ihm schaute, sagte, er war nicht aufgeregt, er war nicht destruktiv. Er wartete einfach, geduldig und still, als würde er verstehen, dass gerade etwas Wichtiges passierte und seine Aufgabe sei, bereit zu sein. Als sie Mia das erste Mal nach Hause brachten, trug Tobias die Babyschale durch die Haustür und stellte sie vorsichtig auf dem Wohnzimmerboden ab. Cody näherte sich langsam. Kein Springen, kein Bellen. Er senkte die Nase an den Rand der Schale und schnupperte einmal, sehr vorsichtig. Dann setzte er sich daneben und schaute Lena mit einem Blick an, den sie später so beschrieb: Die hab ich. Er hat seitdem nicht aufgehört. Solche Geschichten sind genau der Grund, warum manche Bindungen nicht erklärt werden können. Man kann sie nur bezeugen. Mia ist jetzt 14 Monate alt, Cody ist 2. Ihre Morgenroutine hat sich kein einziges Mal geändert. Um 6:22 Uhr geht Cody zu Mias Zimmer, setzt sich hin und wartet. In dem Moment, in dem sie sich am Gitterstab hochzieht und ihn sieht, lacht sie. Das ganzheitliche Lachen, das Erwachsene instinktiv nach ihrem Handy greifen lässt. Er nimmt das als selbstverständlich hin. Er ist schließlich sehr witzig und weiß das auch. Er klaut ihre Söckchen, nicht zum Kauen, nur um sie zu seinem Körbchen zu tragen, wo er sie wie kleine Schätze aufbewahrt. Lena kauft sie inzwischen auf Vorrat. Als Mia lernte, sich an Möbeln hochzuziehen, positionierte Cody sich neben ihr wie ein lebendiges Schutzgitter. Wenn sie fiel, und Babys fallen ständig, war er immer nah genug, dass sie sich an seinem Fell festhalten konnte. Die Kinderärztin fragte, ob sie einen Trainer engagiert habe. Hatte sie nicht. Er hatte es einfach rausgefunden. Es gab eine Nacht im März, als Mia Fieber hatte und nicht zur Ruhe kam. Lena saß um 2:31 Uhr im Schaukelstuhl, erschöpft und besorgt, ihre Tochter an die Brust gedrückt. Cody lag die ganze Nacht quer vor der Tür, schlief nicht, war einfach da. Ein stilles, goldenes, unnachgiebiges Etwas zwischen seiner Familie und der Dunkelheit draußen. Er kam mit nichts auf diese Welt. Keine Mutter, keine Geschwister, keine Garantie auf einen nächsten Tag. Und irgendwie hat er sich aus all dem zum verlässlichsten Ding im Leben dieser Familie gemacht. Hunde vergessen nicht, wo sie angefangen haben. Sie entscheiden einfach, wohin sie gehören. Wenn du daran denkst, einem Tierheimtier eine Chance zu geben, tu es. Denn manchmal sind die, die alles verloren haben, genau die, die mit allem, was ihnen geblieben ist, lieben. Ist das, was Cody mit Mia hat, Liebe oder Instinkt? Ich kann es nicht mehr unterscheiden. Schreibt es mir in die Kommentare.